Servus zusammen. Wir haben uns beim letzten Mal angeschaut, wie wir das Triplanar Mapping hinbekommen und dadurch das UV-Mapping umgehen können. Und heute gehen wir noch ein bisschen mehr in die Arnold-Materialien rein, wie wir da in ein schön gerendertes Bild reinkommen und schauen uns so ein bisschen die Standardeinstellungen der verschiedenen AI-Materials an. Hierfür habe ich jetzt schon mal vorab einen kleinen Renderaufbau gemacht, und zwar habe ich mir einfach ein paar Lichtquellen platziert und habe mir so eine Hohlkehle gebaut und eine Environment Sphere eingefügt. Also eigentlich nicht viel Besonderes. Wenn ihr da dazu trotzdem eventuell noch mehr sehen wollt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ansonsten dreht sich jetzt weiter um die Materialien. Um jetzt die Arnold-Materialien perfekt zu sehen, gehe ich hier oben auf den Renderer Arnold und gehe dann hier auf den Arnold-Renderer. Dann öffnet sich hier unten dieses kleine Fenster und hier kann ich jetzt einfach auf den roten Pfeil drücken und dann startet direkt das Raytracing. Das Blöde ist jetzt, dass er das für das ganze Bild macht und ich möchte eigentlich nur den Stuhl hier. Das bedeutet, ich verschwende eventuell ein bisschen Rechenpower. Deswegen kann ich hier auf dieses kleine Kästchen klicken und kann mir dann den Renderausschnitt festlegen, wie groß denn eigentlich gerendert werden soll, und klicke dann wieder auf den roten Button und dann geht es direkt los. Um jetzt die Basismaterialien einzustellen, schnappe ich mir einmal hier meine Sitzoberfläche und assigne ein neues Material mit Rechtsklick und gehe hier auf den AI Standard Surface Shader. Wenn ich hier unten jetzt auf Select klicke, dann werden hier oben die Linien ausgeblendet und ich sehe quasi nur noch das Material. Dann ist es ein bisschen einfacher, hier die Einstellungen zu treffen. Bei den AI Standard Materials gibt es hier bei den Presets schon sehr viele vorgefertigte Materialien, auf die wir aufbauen können. Beispielsweise ein Carpaint Metallic, den ich hier mal verwenden kann, wo wir dann eben schon ziemlich coole Looks erzeugen können. Wählen wir hier unten mal das Gerippe noch an, die Metallstäbe, und machen hier auch Assign New Material und machen genau dasselbe. Wir nehmen einen Standard Surface Shader und probieren hier mal was anderes aus und gehen vielleicht mal auf Brushed Metal, gehen ebenfalls auf Replace und haben dann hier das Material Brushed Metal eben drauf. Diese voreingestellten Materialien sind schon mal super gut, die kann ich jetzt noch ein bisschen optimieren. Ich klicke jetzt beispielsweise nochmal hier auf die Sitzfläche, gehe wieder auf mein Material, benenne das eventuell direkt richtig. Gehe wieder auf Select, um meine Linien auszublenden, und kann jetzt einteils unter Color die Farbe einstellen meines Sitzes. Unter Specular Color kann ich die spekulare Farbe einstellen. Die behalte ich jetzt aber ebenfalls bei Blau, um das möglichst realistisch zu halten. Und unter der Roughness kann ich jetzt bestimmen, wie sehr das Ganze quasi klar oder matt reflektieren soll. Wenn ich das Ganze jetzt sehr hoch drehe, dann sehen wir, die Spiegelungen werden eher etwas mattiert. Wenn ich das Ganze runterdrehe, dann haben wir hier sehr crispe, klare Reflexionen. Das Ganze kann ich dann noch unterstützen, indem ich bei Metalness das Ganze eben hoch oder runter drehe und dadurch eben noch mehr von diesem Metallreflexionseffekt bekomme. So viel soll es hier erstmal in der Basis dazu sein. Also wir können einmal die Color, die Roughness und die Specularity einstellen. Und jetzt wollen wir noch ein ganz klein bisschen in die Strukturen reingehen, in die Materialität. Dafür schnappe ich mir hier jetzt mal die Beine, mache Assign New Material und nehme wieder einen Standard Surface Shader. Und dieses Mal möchte ich jetzt nicht einfach nur eine Farbe auswählen, sondern ich möchte eben gleichzeitig eine Struktur auswählen, und dafür wiederholen wir quasi die Schritte, die wir im letzten Tutorial ausprobiert haben. Wir gehen hier wieder auf das Schachbrett und wir gehen auf Arnold und suchen hier nach Triplanar Projection. Die schnappen wir uns einmal und ziehen hier unter Input eine Holzstruktur rein. Hier schnappe ich mir altbekannt ein Pfeil und baue mir hier eine Textur ein, die ich mir im Voraus schon runtergeladen habe. Und habe dann jetzt zum einen meine Holzstruktur drauf, und jetzt können wir uns das Bein nochmal im
Detail anschauen und mal gucken, ob wir hier die Textur schon so für gut erachten. Hierfür wähle ich jetzt nochmal mein Objekt an, gehe auf den AI Standard Surface Shader, benenne das direkt mal in Beine um, dass ich später weiß, welches Material das ist. Ich gehe wieder auf den Color Reiter, gehe auf Select, um mir die grünen Linien auszublenden und kann jetzt mal bei Scale ausprobieren, wie groß oder wie klein ich diese Textur denn haben möchte. Und so sieht es eigentlich schon mal ganz spannend aus. Hier kann ich jetzt natürlich dann dran rumspielen und das dementsprechend langwierig optimieren. Wir bleiben jetzt mal bei dieser Größe hier. Das sieht schon mal ganz gut aus. Jetzt kann ich natürlich wieder in den Einstellungen den Blendfaktor optimieren und kann hier diese ganz leicht sichtbare Kante noch ein bisschen ausfaden lassen, um diese Holzstruktur noch ein bisschen zu optimieren. In den nächsten Schritten kann ich jetzt natürlich diese ganzen Grafikthemen, diese ganzen Texturthemen auf die verschiedenen Kanäle übertragen. Bedeutet, ich kann eine Diffuse Map einbauen, ich kann eine Roughness Map einbauen, ich kann eine Normal Map einbauen und kann dann dadurch natürlich den Realitätsgrad des Modells nochmal stark steigen lassen. Das schauen wir uns jetzt aber nicht im Detail an, das würde so ein bisschen den Rahmen sprengen. Daher, wenn ihr da Lust drauf habt, schreibt das gerne in die Kommentare, dass wir da noch genauer ins Detail reingehen. Wenn wir jetzt final unsere Shader eventuell noch abspeichern möchten, weil wir die vielleicht mal in einem anderen Projekt verwenden wollen oder die einfach in eine Struktur bringen möchten, dann gibt es hier auch noch eine Möglichkeit über den Hypershade Editor. Und zwar können wir hier unter Materials unsere aktuellen Materialien in der Szene eben anschauen. Und wir haben hier jetzt die 3 Materialien erzeugt. Einmal das Stuhlbein, die Metallstreben und die Sitzfläche. Und hier kann ich jetzt einteils die Materialien abspeichern, indem ich die eben anwähle und hier auf File, Export Selected Network gehe. Das Wichtige ist jetzt, wenn ihr die Dateien abspeichert, dann solltet ihr die an einem Punkt abspeichern, den ihr nicht mehr verändert. Also es sollte kein Ordner sein, den ihr später verschiebt, sondern der sollte immer am gleichen Punkt sein. Deswegen bietet sich das hier an, in dem ganz normalen Maya-Pfad zu arbeiten, also unter Dokumente Maya und sich da einen Ordner selber anzulegen mit dem Namen Shader und eventuell dann noch einen Unterordner. Sind es jetzt Arnold-Materialien, sind es ganz normale Maya-Materialien, sind es Shader-FX-Materialien? Das kann man sich dann nochmal selber als neuen Ordner erstellen. Und ich speichere mir das Ganze jetzt hier mal in den Arnold-Ordner rein und wähle hier das ganz normale Standard-Maya-Format aus und benenne mein Material dann eben in Metall 01 und drücke dann auf Save. Jetzt möchte ich natürlich dann auch diese Übersicht wieder verwenden können und möchte mein Material eventuell wieder öffnen können. Dafür bietet es sich an, sich hier quasi einen eigenen Tab zu erstellen, in dem dann eben die Materialien dargestellt werden können. Und hierfür kann ich einmal auf Tabs, Create New Tab, kann mir den dann benennen in beispielsweise Arnold und gehe dann hier auf Disk und kann jetzt den Pfad auswählen, wo Maya quasi nach den Materialien suchen soll. Hier gehe ich jetzt eben genau wieder in den gleichen Pfad rein, in meinen Maya Shader Ordner, den ich erstellt habe und wähle hier den Ordner Arnold an und gehe dann auf Open. Der wird hier dann ausgewählt, der Pfad, und dann gehe ich auf Apply und habe jetzt hier meine Materialien, die ich mir dann quasi wieder in die Szene reinziehen kann. Das Schöne hierbei ist, wenn ich jetzt beispielsweise eine neue Maya-Datei öffne, dann kann ich mir dieses Material einfach per Drag and Drop mit der mittleren Maustaste in meine Szene ziehen und muss das Material eventuell nicht immer neu aufbauen, sondern habe das dann hier vorgefertigt. Und den Workflow kann ich jetzt eben für die anderen Materialthemen ebenfalls umsetzen. Ich kann mir meine Stuhlbeine exportieren und kann mir die eben wieder im selben Ordner abspeichern. So, jetzt haben wir uns wirklich im Schnelldurchlauf viele kleine Baustellen in Maya angeschaut, wo wir verschiedene Materialthemen optimieren können, wo wir Texturen optimieren können. Ich hoffe, das hilft euch natürlich schon mal weiter in eurem Modeling-Prozess. Ansonsten viel Spaß beim Nachmachen.